Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU9 und das wird auch gleichzeitig mein letztes Video werden von dem Server hier, denn ich habe mich eben gerade verabschiedet von meiner polnischsprachigen Gilde, in der wir so lange Unterschlupf gefunden haben und die uns ein Zuhause geboten haben, solange wir auf dem Server hier gespielt haben. Und ja, jetzt ist es nun so langsam an der Zeit, Goodbye zu sagen. Das habe ich getan, habe eine E-Mail geschrieben und habe mich verabschiedet, nochmal auf Polnisch hier, ne? Und habe halt geschrieben, runtergebrochen, dass ich halt eben sehr dankbar bin auf jeden Fall für die polnische Gastfreundschaft, dass sie mich in ihrer Gilde spielen lassen haben und ich eigentlich nur das neue Expeditionsevent ein bisschen austesten wollte. Das habe ich halt getan und ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal so mein Fazit, sag ich mal, zu EU9 mit dem Expeditionsevent. Ich sag mal so, also für mich im Late Game ist es noch überhaupt nicht aussagekräftig, was sich dahinter so verbirgt. Wie gesagt, auf so einem Server wie hier zum Beispiel, wo man halt eben, also wo ich persönlich jetzt nicht 100% committed bin und da jetzt wirklich extrem krass auf jeden Erfahrungspunkt und jedes Gold, jede Goldmünze drauf achte, so, ne? Ist es für mich ganz cool, auf jeden Fall einen weiteren Server spielen zu können, der halt nicht viel Zeit beansprucht, so, ne? Für Leute, die aber nicht einen weiteren Server spielen wollen, sondern genau den Server und den wollen sie halt tryharden, da ist es noch wirklich, muss ich sagen, sehr schwer, eine fundierte Aussage zu finden, ob jetzt nun wirklich auch nachher im Late Game auch dieses Expeditions-Event-Questen so viel mehr bringt, beziehungsweise besser ist, als das, was man mit der normalen Abenteuerlust halt eben so zustande bekommt, ne? Zeittechnisch gesehen ist es wirklich ein Segen, muss ich sagen. Innerhalb, ne, ich mache mal die Alu hier nebenbei, innerhalb von wirklich, ja, zwei Minuten, wenn ihr wirklich euch schnell durchentert, dann habt ihr eure kompletten 320 Alu durchgespielt. So. Das ist schon wirklich extrem hilfreich für Leute, die wirklich sehr viele Server spielen, besitzen und deswegen ist das schon an sich eine geile Sache. Ich finde es auch cool, ein bisschen Abwechslung so in den normalen Alu-Alltag mit reinzubringen. Ne? Jetzt sind wir genau 40 Sterne, das habe ich mir so ausgerechnet, ja. Bei der Quest, da bekommt man halt eben, ich glaube, was war das? 5, ne? 5 pro Abschluss, wir hatten 2, sind 10, ne? Jetzt sind wir genau 40 gelandet hier, was man halt eben hitten muss. Und ja, ich weiß nicht, ab welcher Stufe, ab 250 oder 300, keine Ahnung. Irgendwann kann man auch, ist nicht das höchste hier diese 75 Abenteuerlust, sondern 100, dann braucht ihr nur 3-mal das Expeditionsevent questen und dann seid ihr schon durch mit eurer Alu, das ist schon heftig. Wie schnell das geht so, und ich muss sagen, ist auf jeden Fall besser, als wenn man jetzt das in die Zeitmaschine fließen lässt, so, das denke ich mal schon. Generell würde ich auch behaupten, bringt es auch mehr Erfahrung, als wenn man jetzt nur stur diese normalen Abenteuerlust-Quest machen würde, aber da auch Angaben, ne, ohne Gewehr, sag ich mal so, ne? Denn natürlich gibt es auch immer noch einen Risikofaktor, wie zum Beispiel hier, dass man nicht die vollen 3 Sterne bekommt, wenn man jetzt ein bisschen reingefailt hat, so, das ist natürlich ein riesen Risikofaktor. Auf der anderen Seite, für Goldspieler ist es halt eventuell uninteressant, weil man durch das normale Abenteuerlust-Questen natürlich dort immer die einzelnen kleinen Quests annimmt, also die 2 Minuten 30er Quest, also genau das Gegenteil von dem, was ich hier mache, wo ich versuche, so viel Abenteuerlust wie möglich gerade hier zu klicken, ne, und das so schnell wie möglich durchzuentern. Da ist es ja im Late Game wirklich so, dass man halt wirklich immer die kleinsten Quests mitnimmt, weil man immer schon am Goldcap gefühlt ist, also die 16,5 Millionen Gold pro Quest bekommt. 2 Minuten 30, ne? Und deswegen, holy shit, das hat gescheppert. Ja, deswegen ist das natürlich genau das Gegenteil, ne, von dem, was man nachher im Late Game haben möchte, so, ne? Es ist halt so ungewiss. Das ist so noch mein großes Problem mit dem Expeditionsevent, was ich habe im Moment.
Abgesehen davon, dass es halt cool ist und sehr schnell geht und halt auch Spaß macht. Ne? Das ist so ja, das Instant-Feedback, was man geben kann. Aber wenn es so um Zahlen und Statistiken geht, ne? und das Min-Maxing, ne? Dann ist es halt eben ja, schwierig, wirklich eine Aussage zu treffen, wo man ja, sich so hundertprozentig drauf verlassen kann. Deswegen möchte ich das ungern tun. Was ich aber als Lösung sehen würde, wenn man halt wirklich das Expeditionsevent vielleicht nicht dauerhaft, sondern, weil jetzt haben wir es ja gerade für ja, knapp 100 Tage insgesamt das Expeditionsevent auf dem Server, dass man das vielleicht nicht ja, dauerhaft implementiert, sondern so wie die anderen Events auch, vielleicht nur am Wochenende mal, Freitag, Samstag, Sonntag, ja, und das dann vielleicht so einmal im Monat oder so, ne, für 3 Tage und dann muss jeder das Expeditionsevent spielen und hat nicht die Auswahl, die normale Abenteuerlust zu spielen. So, das ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen eine harte Aussage, weil ne, viele natürlich dann lieber auch die normale Abenteuerlust questen wollen würden, ich auch. Aber wenn jeder die gleichen Voraussetzungen hat, das heißt, jeder muss das Expeditionsevent spielen und hat nicht die Möglichkeit, auf die normale Abenteuerlust-Quest auszugleichen oder auszuweichen, dann ja, hat auch jeder, sag ich mal, im Prinzip nur dieselben begrenzten Möglichkeiten, einen bestimmten Progress zu machen. So. Und das wäre halt eben ein Vorschlag, den man machen könnte, weil das Problem dabei ist, ihr könnt mir ja schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare, wie eure Meinung so zu dem Expeditionsevent ist und was ihr auch machen würdet, wenn ihr jetzt der Spieleentwickler seid. Wie würdet ihr mit diesem Expeditionsevent umgehen, so, ne? Weil keine Kritik ohne auch einen gerechtfertigten Vorschlag, so, Verbesserungsvorschlag, beziehungsweise, ja, wie man es halt machen kann. Das Ding ist halt, wenn man jetzt das Expeditionsevent und die normale Abenteuerlust ja, an einem Wochenende hat, dann hat man quasi die gleiche Konstellation wie jetzt gerade und Leute können sich halt aussuchen, okay, ich nehme Expeditionsevent oder Alu und alle Leute im Late Game würden immer die normale Alu nehmen, das heißt, das Expeditionsevent wäre in dem Sinne auch irgendwo ein Stück weit überflüssig. So, und dann hat nicht jeder wieder so dieselben Voraussetzungen, sag ich mal. Den Pluspunkt, den ich allerdings dabei sehe, ist, wenn man beide Varianten an einem Wochenende hinzufügen würde, also ich würde das als Wochenend-Event machen, ich würde das nicht dauerhaft implementieren. Könnt ihr mir auch sehr gerne mal schreiben, wie ihr das seht, aber dauerhaft würde ich das, glaube ich, auch nicht implementieren wollen. Ich weiß es nicht, es ist schwierig. Dann hat man den Vorteil auf jeden Fall, wenn man die Auswahl hat zwischen den beiden Quests, ne, dass man eventuell als Early- und Mid-Game-Spieler wahrscheinlich eher zum Expeditionsevent greifen würde als ein Late-Game-Spieler, weil der Late-Game-Spieler meistens eher der Goldspieler ist. Also der halt eben die kurzen Quests annimmt und halt eben so viel Gold wie möglich rausholen will. So. Es sei denn, man ist jemand, der auch zum Beispiel jetzt wie Chris, ne, Ignil, oder Dr. Darm, der auch im Late Game auf XP geht und sagt, ey, ich scheiß hier auf die Skillpunkte, ich will nur das höchste Level im Spiel haben oder so, ne? Für die ist es natürlich dann auch interessant, weil es augenscheinlich, muss man dazu sagen, augenscheinlich nur, mehr XP bringt durch halt diesen Boni, den man bekommt, wenn man die Sterne sammelt, als das normale Abenteuerlust-Questen. Ja, wie dann aber die Goldeinbüßen sind, das ist halt dann eben noch, ne, das bleibt halt eben abzuwarten und kann man halt auch eben schlecht vergleichen. Ja, das ist also so mein Fazit nach, ja, dem EU9-Start, nachdem wir das, glaube ich, auf EU7 war das gewesen, das erste Mal so auf einem öffentlichen Server testen konnten, ne? Und ja, würde mich gerne mal eure Meinung dazu interessieren, wie ihr das Ganze seht, wie ihr das auch handhaben würdet mit dem Expeditionsevent, ne? Und vielleicht kann man da ja mal irgendwie ja, eine Lösung finden, wie man mit dem Event umgeht. Oder ihr sagt halt, okay, vielleicht ist es auch gar nichts für mich so. Ne? Ich hatte auch schon mal eine Umstimmung gemacht dazu, ne, wie ihr das Expeditionsevent seht. Und da habe ich, glaube ich, gleich 3 Möglichkeiten. So, ja, ist geil, nee, ist nicht geil oder bin noch unschlüssig, weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ganz viele haben dann auf eben die dritte Variante getippt, weil es hat schon Potenzial auf jeden Fall, muss man dazu sagen, ist schon nice.
Allerdings, ja, wissen viele halt auch eben nicht oder tippen halt noch so in dem Ungewissen und das ist so ein bisschen, ja, also es ist alles klar, ne? Also alle Fronten, sag ich mal, sind so geklärt, ne? Man weiß, was man zu tun hat, man weiß, was der Sinn dahinter ist, man weiß, was man ja, erreichen muss, man weiß, was man ja auch an XP-Boni bekommt, aber man weiß eben nicht, und das ist der Kasus Knacktus hier bei der Geschichte, man weiß nicht, ob und wie es besser ist oder schlechter ist als das normale Alu-Questen. Und wenn die Leute noch so lange im Ungewissen tappen, ja, glaube ich, wird es das Expeditionsevent per se schwer haben, von der normalen Abenteuerlust irgendwie ja, abgekapselt zu werden, beziehungsweise abgelöst zu werden, sodass das Expeditionsevent eigenständig ist. Deswegen sage ich, es sollte bei einem Event bleiben und mal ein Wochenende kommen und die Leute sollen sich vielleicht dann aussuchen können, was sie halt nehmen wollen, ne? Aber man muss halt eben die Vorteile irgendwie noch ersichtlicher machen, meiner Meinung nach, was man davon hat, das Expeditionsevent über die normale Alu spielen zu wollen, außer halt eben nur diese Zeitersparnis, die man halt hat im Vergleich zu dem normalen Alu-Questen so, ne? Wo man halt auch wieder, ne, muss man auch dazu sagen, ein höheres Risiko eingeht, schlechter abzuschneiden als beim normalen Alu-Questen. Also wieso sollte man das machen? Ne? Außer halt eben der Grund mit der Zeit, ne, die man sich dabei eben erspart. Ja, ey, ich würde sehr gerne eure Meinung dazu mal in den Kommentaren mal so mir durchlesen, was ihr dazu sagt. Das finde ich super interessant, wieso die Community davon denkt, von dem Event, oder ob die noch, ja, ob ihr noch genauso unentschlossen seid wie ich, ne? Also ja, ihr hört auf jeden Fall, denke ich mal, noch meine Verunsicherung so ein bisschen raus hier auf dem Server mit dem Event und ja, wie gesagt, unterm Strich macht es Spaß, aber die Gewissheit, dass wirklich alles so ja, genauso, mindestens genauso gut ist wie beim normalen Alu-Questen, ist halt noch nicht so wirklich hundertprozentig gegeben und das muss auf jeden Fall auch geklärt sein. Ja, Leute, das ist auf jeden Fall das letzte Video gewesen von dem Server hier. Bevor dann in Zukunft EU10 starten wird, habe ich mir gedacht, werden wir uns jetzt so langsam von dem Server hier verabschieden. Ne? Ich hatte jetzt nochmal das Expeditionsevent ein bisschen für mich ausprobiert und ja, hatte eine schöne Zeit hier auf dem Server gehabt. Vielen lieben Dank nochmal an die polnische Gilde hier, die mich dann auch aufgenommen hatte, nachdem ich ja, von den Lemmy-Legenden gekickt worden bin und ja, Dankeschön, war auf jeden Fall sehr lustig, war eine Erfahrung, auf jeden Fall, muss man dazu sagen, war echt funny gewesen und jo, das war es soweit von mir, das war es von EU9, ich wünsche jedem, der hier auf dem Server noch spielt, weiterhin viel Spaß, ne? Viel Durchhaltevermögen, viel Erfolg und wir hören uns auf jeden Fall natürlich morgen dann wieder in einem weiteren Video. Das war es erstmal soweit von mir, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.